Das ist unser Roadcar R540 Plus, unser kompaktes Einsteigermodell auf 5,40 Meter. Was der alles hat, was der alles kann, das zeige ich dir in diesem Video. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Medes. Unseren Roadcar, den gibt es auf dem Fiat, den gibt es auf dem Citroën, den gibt es auf dem Peugeot. Du kannst raussuchen, ob mit Gangschaltung 140 PS oder mit Automatik 140 PS oder mit Automatik 180 PS. Hier hinten an meiner Heckgarage, da habe ich obendrauf mein Bett, mein Doppelbett. Das ist ein Querbett in der Länge 1,96 Meter. Da kann ich, und ich habe schon damit angefangen, meine Matratze auf die Seite stapeln. Natürlich kann ich das mit beide machen. Ich kann meinen Lattenrost genauso dazwischen reinstapeln. Hier ist auch der Gurt mit drunter versteckt. Und wenn ich dann das alles aufeinander gestapelt habe, dann gehe ich hier rein, klipse das hier fest und habe hier eine sehr große Garage. Ich kann meine Fahrräder einladen, kann hier was durchschieben. Oder wenn ich mal im Möbelhaus bin, auch da großes Material transportiere. Auf der linken Seite hier habe ich mein Gasfach für meine Gasflaschen. Ich habe auf der rechten Seite, der Schrank hier ist schmäler, da habe ich meinen Wassertank, 100 Liter Wasser, passen da rein, Frischwasser, von außen der Einlass, wo ich meinen Schlauch oder die Gießkanne reinmache, kann ich meinen Wassertank auffüllen. Und da ist natürlich auch mein Ablass hier oben unter dieser Klappe. Wenn ich den aufdrehe, dann kann ich das Wasser komplett ablassen. Meine Fenster in den Hecktüren, die sind wie alle Fenster natürlich öffnbar, dreifach verriegelt. Wenn ich die Riegel aufmache, dann kann ich hier das Fenster öffnen. Hier sind so Händelschrauben dran und da kann ich es feststellen, dass sie dann genau in der Position halten, wie ich das möchte. Wenn ich die Schrauben wieder löse, klar, dann kommt das zurück und ich kann sie wieder verriegeln. Und auch hier, wie an allen Fenstern im Fahrzeug, kann ich einmal meine Verdunklung hochmachen. Und jetzt kommt das Mückengitter schon mit runter. Hier habe ich das Mückengitter. Da kann ich auf jeder Position das so verstellen, wie ich es brauche. Und jetzt sind wir hier im Kofferraum und schauen nochmal auf den Wassertank drauf. Der Wassertank, der hat zwei Klappen, um den zu öffnen. Einmal habe ich hier ein großer Schraubdeckel, einmal hier. Wenn ich den runter mache, dann kann ich da reingreifen. Der ist extra groß, dass ich mit einem Lappen meinen Tank 1-2 Mal im Jahr, so oft wie ich das möchte, auswischen kann, sauber machen kann. Und hier auf der anderen Seite, da sieht man auch, dass der Strom reingeht für die Wasserpumpe. Und das hier, das ist eben der Drehknopf, um mein Wasser abzulassen. Und wenn ich dann wieder den Wassertank auffülle, klar, dann mache ich ihn zu. Und so habe ich jetzt die Roste und meine Matratzen gestapelt und gesichert. Jetzt kann ich dieses Brett hier anheben, rausmachen. Das könnte ich jetzt auch noch hier mit drunter packen, zwischen die Matratze reinmachen. Und dann habe ich hier meinen Durchgang und kann bis nach vorne gehen. Wie gesagt, lange Sache durchladen. Oder wenn ich mal hier viel Platz für andere Sachen brauche, dann ist das so optimal. In meinem Schlafzimmer hier hinten habe ich eine Dachhaube, da kommt schön Licht rein. Wer möchte, kann hier einen Max-Fan zum Beispiel, einen Dachventilator einbauen lassen. Dann ist im Sommer hier schön kühl drin. Da kann ich dann die Luft rauslassen oder umstellen, dass die Luft reinkommt. Und besonders in den Nächten ist das manchmal ganz schön gut, so ein Ventilator. Ich habe auf meiner rechten Seite und auf meiner linken Seite große Schränke, Oberschränke, und habe an beiden Seiten meine Lichtschiene hier. Da habe ich Lichter drin. Wenn ich die rausmache, kann ich die an einer anderen Stelle wieder einfügen. Und genauso gibt es hier USB-Stecker dazu, sodass ich nachts mein Handy aufladen kann. Ob ich so rum mit meinem Kopf liege oder andersrum, das spielt hier in dem Auto fast keine Rolle, weil trotz dem großen Bad habe ich es auch hier sehr breit auf dieser Seite. Und hier sowieso, da passen ganz locker zwei große Erwachsene nebeneinander. In meinem Brett hier drin habe ich extra eine Einstiegsluke. Da kann ich drauf treten, um gut aufs Bett hochzukommen. Und darunter ist eine Luke, da kann ich in den Kofferraum durchgreifen. Und ich habe es auch schon gesehen bei Kundenfahrzeugen, die haben die Luke größer gemacht oder eine ganz große reingemacht und ein Gitter davor. Dann haben sie da dahinter die Hundebox hingestellt. Ich habe eine schöne, schlichte Küche mit Arbeitsfläche, mit meinen Arbeitsfeldern, einmal Gas, getrennt öffnbar mit der Glasplatte zu meinem Spülfeld. Auch hier kann ich es öffnen. Ich habe hier einen Schutz mit eingebaut, dass, wenn ich mal vergessen sollte, meine Gasplatte auszumachen, sobald ich diese Platte zumache,
geht automatisch auch die Gaszufuhr aus, sodass hier kein Glas platzen kann. Auch da habe ich eine Stromlichtschiene mit meinem Spot drin, den ich rein und raus machen kann und verschieben kann. Und hier oben drüber habe ich genauso wie hinten meinen Schrank. Über der Küche, da kommen natürlich dann Lebensmittelvorräte, Teller, Tassen, was auch immer rein. Und was da oben nicht reinpasst, das passt da unten rein, weil das sind große Schubladen, eine Besteckschublade mit Softclose, auch hier für Töpfe und so weiter, Lebensmittelvorräte da unten auch nochmal. Und hier vorne dran, unter dieser Arbeitsfläche, da habe ich den Kühlschrank. Ich kann meine Kühlschranktür ganz öffnen, so dass ich gut, auch wenn ich hier draußen stehe, überall drankomme. Hier oben meine Gefrierkombination mit meiner Kühlkombination, meine Gemüsefächer da unten drin. Da habe ich jede Menge Platz für meine Vorräte und Eiswürfel. Und hier an meiner Schiebetür kann ich die Plagegeister draußen halten mit meinem Mückenschutz. Und jetzt nehme ich euch mit ins große Badezimmer. Da habe ich hier übers Eck mein Waschbecken, mein Wasserhahn, den kann ich rausziehen und zur Dusche hier drin verwenden oder zu meinem Fenster raushängen und meinen Duschschlauch dann als Außendusche verwenden. Ich habe hier einen Duschvorhang in der Ecke befestigt. Den mache ich einmal hier in der Schiene um mich rum, so dass mein Waschbecken, meine Toilette, dass das alles schön trocken bleibt beim Duschen. Ich habe jede Menge Stauräume in diesem Bad. Einmal unterm Waschbecken hier eine Doppelflügeltür übers Eck. Und wenn wir nach oben schauen, hier habe ich Regale drin, hier habe ich noch einen Schrank und in der Mitte davon meine Halterung für die Duschbrause. Hier an der Dinette habe ich einen langen Tisch, der nicht lang genug ist für den Beifahrer, der dann da sitzt, aber mit Hilfe von diesem Ausdrehteil, kann ich das so weit rumdrehen, dass der mitfährt und hier sitzt, dass der auch mit seinem Teller an dem Tisch dran essen kann. Und durch den Tischfuß, da steht der Tisch auch sehr stabil, der ist hier halbiert. Ich kann den Tisch hier halbieren. Das hat den Grund, in vielen Modellen, wie hier auch, kann ich ein drittes Bett mitbestellen und dann mache ich den Tischfuß unten, halbiere ich den, mache das raus und stelle diesen Tisch in die Schiene, die dann hier unten an der Wand dran ist und mache das unten fest, dann kommt da die Matratze drauf und bis zur Schiebetür hin kann ich dann da so ein drittes Bett aufbauen. Und hier im Keller, im Fußraum von der Dinette, da habe ich 2 Fächer, 2 Verstecke, ein kleines Fach und ein großes Fach. Da kann ich Schuhe und andere Gegenstände reinmachen. Und wie könnte es anders sein, auch hier vorne an der Dinette meine tolle Lichtschiene zum Verstellen von meinen Lichtern und USB-Steckern. Und oben drüber auch hier eine große Schrankklappe. Wenn ich mich da ein bisschen anstrenge, kriege ich die auch auf. Da kann ich Material reinmachen und das meiste Material, der größte Schrank, den habe ich hier oben. Was heißt Schrank? Eine Ablage ist die bessere Bezeichnung. In dieser Ablage hier kann ich meine Jacke, mein Regenschirm, meine Isomatte, Yogamatte, ganz viele Sachen reinmachen. Und was ich da gerade liegen sehe, das kann ich auch gleich zeigen, das ist die Fahrerhausverdunklung. Das ist ein Vorhang, der sehr einfach und schnell hier komplett das Fahrerhaus abdunkelt. Den mache ich auseinander. Und hier sieht man es auch schon schön. Das hier, diese Tasche, ist hier für die Sonnenschutzblende, mache ich da drüber. Und so kann man sich auch vorstellen, dann klippt sich das noch rechts und links hier mit den Druckknöpfen ein. Und dann kann man sich auch vorstellen, hier ist so die andere Sonnenblende, wie man ganz schnell und einfach das Fahrerhaus komplett verdunkeln kann. Hier unter der Sitzbank, da verbirgt sich die Heizung. Serienmäßig ist hier die Gasheizung verbaut und auf Wunsch kann ich hier die Dieselheizung konfigurieren. Das ist unser Roadcar R540 Plus. Ein Einsteigermodell zum Grundpreis von unter 50.000 €. Du kannst entscheiden, ob du noch eine Markise dazu möchtest, ob du noch eine Anhängekupplung brauchst, Fahrradträgersystem. Wir helfen dir gern bei der Entscheidung, beraten dich gerne, melde dich bei uns. Wir freuen uns auf dich.